Hallo und herzlich willkommen aus Österreich. Unwahrscheinlich schönes Wetter und natürlich auch schönes Flugwetter, denn man hat hier alle Möglichkeiten der Welt, mal wirklich die Berglandschaft mit der DJI Mini 2 zu erkunden. Und das habe ich gemacht bei minus 11 Grad. Und jetzt kommt natürlich die Frage, macht die DJI Mini 2 noch den Job bei diesen tiefen Temperaturen oder lässt sie mich im Stich bzw. stürzt sie ab? Was ist passiert bei meinem Flug? Was sind so meine Erfahrungen? Was gibt es an Zubehör und was kann ich euch berichten? Alles das gibt es jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Wie sind meine Erfahrungen mit der DJI Mini 2 gewesen? Ich war echt überrascht. Bei minus 11 Grad ist die Drohne komplett gestartet, komplett gelandet. Es gab keine Verbindungsprobleme, es gab keine Signalprobleme, es gab eigentlich überhaupt keine Probleme, außer dass natürlich ein bisschen darauf zu achten ist, was ihr dann sozusagen mit der Flugzeit und eurem Akku macht. Wärmt die Akkus immer vor. Das geht hier bei mir relativ einfach mit dem Hotelzimmer. 5 Minuten ist man draußen, kann man schon fliegen. Das ist kein Problem. Und wenn ihr mit dem Auto fahrt, dann stellt sie einfach an die Heizung bzw. lasst sie warm. Es gibt auch Wärmesäcke für euer Combo-Pack, da müsst ihr mal im Zubehör schauen. Video ist hier komplett bei mir verlinkt. Und dann kann eigentlich nichts mehr passieren, als dass ihr richtig schöne Bilder rausholen könnt. Aber auch dran denken, auf eigenes Risiko zu fliegen, ist natürlich hier die Aufgabe. Unter 0 Grad ist alles möglich. Da kann euch auch die Drohne abstürzen. Das kann nicht so gut laufen wie bei mir. Mir ist es auch schon mal passiert, gibt es auch ein Video drüber, direkt hier oben verlinkt. Ich kann aber, wie gesagt, nur sagen, die hat ihren Job gut gemacht bei diesen Minustemperaturen. Ich habe wunderbare Bilder bekommen. Ich war natürlich vorsichtig, bin nicht zu weit geflogen, denn wenn mir jetzt die Drohne irgendwo abstürzt, hier am Berghang oder in irgendeinem Baum landet, dann kriege ich die nie wieder, weil diese Berge, die sind natürlich im Schnee nicht so einfach zu erklimmen und da kann man ja wahrscheinlich irgendwie auch nicht mal auf den Baum klettern, der 30 Meter hoch ist und die Drohne dann wiederholen. Würde ich nicht machen, deswegen bin ich nicht komplettes Risiko geflogen, sondern ganz entspannt und vernünftig, da wo ich die Drohne immer sehe, komplett auf Sicht und gleichzeitig natürlich nicht über Wäldern oder über andere Flächen, wo ich dann die Drohne nicht mehr finde. Das sind meine Erfahrungen hier mit der DJI Mini 2 im Winterurlaub und ich hoffe, ihr macht auch wunderbar gute Erfahrungen. Wenn ihr welche habt, dann schreibt sie doch einfach hier in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Deine Drohne im Winter zu fliegen, kann einen vor ganz neue Herausforderungen stellen. Das Wetter kann sich extrem verschlechtern und die kalten Temperaturen wirken sich negativ auf die Flugperformance aus. Dein Quadcopter im Regen, Schnee, Nebel oder bei Wind zu fliegen, ist alles andere als einfach. Luftbildaufnahmen im Winter sind jedoch kein großes Problem,
wenn du ein paar Punkte beachtest. DJI-Drohnen verwenden Lithium-Polymer-Lipo-Batterien. Bei kalten Temperaturen ist jedoch die Leistung solcher Batterien beeinträchtigt, da die chemische Reaktion in diesen Batterien verlangsamt wird. Beachte bitte Folgendes: Verwende nur vollständig geladene Batterien, wärme die Batterien vor dem Flug auf 20 Grad oder mehr. Du kannst die Temperaturen der Batterien in der DJI Go App feststellen. Für manche Drohnen gibt es spezielle Wärmegeräte. Lass die Drohne für 1 Minute einfach nur schweben, um die Batterie aufzuwärmen. Betätige die Steuerknippel sanft, um einen plötzlichen Spannungsabfall zu vermeiden. Batterien entladen sich in kalten Temperaturen schneller. Überprüfe den Batteriestatus öfter während deines Fluges. Weiterhin stellen ein reduziertes Sichtfeld und Feuchtigkeit von Schnee Gefahren dar. Wenn du Luftbildaufnahmen mit deiner Drohne von Winterlandschaften machen willst, beachte bitte weitere Dinge. Schau dir den Wetterbericht an, vermeide starken Wind, Regen und Schnee. Fliege nicht bei Temperaturen unter 0 Grad. Vermeide Landungen auf Schnee, die Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Es empfiehlt sich hier ein Landepad für deine Drohne zu verwenden. Das GPS-Signal sollte stark genug sein und halte dein Handy warm. Bei extrem kalten Temperaturen kann es passieren, dass dein Handy sich plötzlich ausschaltet. Genau wie die Drohne benutzt nämlich dein Handy ebenfalls Lipo-Batterien. Halte auch so dein Handy warm und dasselbe gilt natürlich auch für deine Hände. Verwende Handschuhe, um Frostbeulen zu vermeiden. Die Einstellung von Belichtung und Weißabgleich sind ebenfalls wichtig. Schnee ist weiß, entsprechend musst du die Belichtung und den Weißabgleich konfigurieren, um gute Aufnahmen zu erhalten. Sich auf dem Automatikmodus auszuruhen, kann hier zu dunkleren Bildern führen. Durch die Erhöhung der entsprechenden Zahl wird dein Bild zwar leicht überbelichtet, allerdings wirkt sich das bei Schneebildern eventuell positiv aus. Andernfalls könnte sich der Schnee natürlich auch in eine graue Masse verwandeln, was eigentlich nicht förderhaft ist. Es empfehlen sich hier auch aufsteckbare ND-Filter zu verwenden und wenn du mehr zum Zubehör für deine DJI Mini 2 wissen möchtest, dann schau doch hier einfach in meine Videobeschreibung, da habe ich dir alles nochmal aufgelistet. Und jetzt die Frage an euch, wie sind denn eure Erfahrungen im Winter? Würdet ihr die DJI Mini 2 im Winter fliegen lassen oder lasst ihr sie lieber entspannt und beschützt in eurem Zuhause und holt sie dann bei normalen Temperaturen wieder raus? Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Nehmt euch dann, wie gesagt, wenn ihr die im Winter fliegen lasst, bei Schnee noch ein Landepad mit oder eine Fußmatte vom Auto oder lasst sie aus der Hand starten, denn direkt aus dem Schnee, das macht keinen Spaß, da wird sie unten feucht und da kann natürlich eine ganze Menge passieren. Das wollen wir alles nicht. Deswegen Zubehör für die DJI Mini 2 findet ihr nochmal verlinkt in meinem Video. Alles von A bis Z, auch Winterzubehör, damit ihr die Drohne vorwärmen könnt. Und das war's jetzt mit diesem Video. Ich danke fürs Anschauen, wünsche euch viel, viel Spaß. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.